So, wir suchen eine Tante. Vielleicht können wir sie auch essen. In diesem Spiel, das sich da GreedFall nennt, da hoppen wir jetzt weiter. Irgendwo da vorne soll sie sein, auf der westlichen Insel. Wenn wir nicht von den Dorfbewohnern verarscht wurden. Weil wir haben nur eine einzige gefragt. Wir sind aber... Let's go and help. It's got to be her. Die Frau davon, die von Tieren umsingelt ist, die ist in Gefahr? Naja, warte mal, das ist die Eingeborene, reden doch die Hälfte der Zeit mit irgendwelchen Tieren. Okay, sie kämpft tatsächlich in die Viecher. Na gut, dann helfen wir vielleicht mal. Aber interessant, dass die Eingeborenen ihre Magie verlieren, wenn sie die Insel verlassen. How do you feel, madam? Well, thank you for stepping in. I don't understand what has happened. Usually these animals accept me. Something must have frightened them. We are glad we arrived at the right time. We would have been very upset if something had happened to you. Excuse me, but are you Slan, the Denegad of Vignamri? Yes, that's me. Were you looking for me? Yes, we were. If you would allow us, we'd like to accompany you and tell our story along the way. Very well. I will walk by your side. This is the story we have pieced together. I just can't believe it. Yet, if I think about it, your face reminds me of hers. My mother, or rather, the woman who raised me, gave me this necklace. Arelwyn gave it to me, to give to her child, and I passed it on to Mrs. de Sade. It looks familiar. Your father had given it to your mother when they bound. It's good that you are wearing it today. My poor beloved Arelwyn, who died far away from us all, and divorced Tirce. I still miss her so much. She wanted me to help her die. But I was unable to do such a thing. Someone would have figured it out. I would have been sent back to Ptolemy, and I would have lost everything. So I watched her suffer. And one day she died. Petrus, I cannot hold it against you for letting her live. No, you don't understand. I loved her. I loved her, and I didn't even have the strength to end her suffering. She's the only woman I've ever loved. Alter. I never would have guessed. Everyone loved Arelwyn. She was marvelous. You cannot blame yourself, man of the light. What's more, you brought me her child. For that alone, she would forgive you if she were among us. All is well now. The child of Tia Fradi has returned home, and with him, the spirit of his mother. You are home, my Magam. Welcome. Petrus, I wanted to thank you. Thank me? Despite everything you know about me? You may have been a bit cowardly in the past, to the point of letting the woman you loved suffer. You were manipulative, and you lied to everyone, including yourself. But thanks to what you've told me, I've been able to find my family and my origins. And for that, I thank you. My child. What you're saying touches me more than you can imagine. At least I've done something good, for once in my deceitful life. For you, and for her. I hope the enlightened will remember this when I stand before him. Ah ja, also was wir getan haben, also das... Oh, ich bin gelevelt, cool. Was wir erfahren haben, ist, dass das Amulett ist anscheinend ein Geschenk von Papi an Mutti. Und Olle Petrus hat anscheinend Arelwyn geliebt, aber er hat es nicht über sie gebracht, die Leben zu beenden, obwohl sie genau das wollte. Und ja, und das hätten wir auch nicht. Das war die einzige Frau, die er jemals geliebt hat, und so war das halt. Und jetzt ist ihr Neffe wieder da. Aber ich kann noch nicht mehr mit dir reden. Okay, gut, das war jetzt also die Quest, also schön. Also, ja, wir sind wieder da. Tschüss! Das ist alles? Das endet jetzt die Quest? Kann ich mit ihm nochmal quatschen? My dear child, what can I do for you? Ich hätte gedacht, da kommt jetzt so wie ein bisschen mehr. I'll see you later, Father. Take care.
Okay, gut, das war jetzt erstaunlich enttäuschend, muss ich sagen, das ganze Ding. Gut, dann leveln wir hier noch mehr diese Fähigkeit hier, was überhaupt nichts bringt. Schockwelle. Wir können ein weiteres Talent leveln. Ja, dann leveln wir jetzt Intuition 2, weil dann haben wir nämlich zusammen mit Vasco Intuition 3, was eigentlich ganz geil ist. Was ist denn das hier eigentlich noch? Ach, Stärke. Ja gut, Stärke, da kann ich ja einen Anzug anziehen, das ist egal. Genau, dann machen wir das hier noch. Obwohl meine Charisma-Checks jetzt ja nicht mehr 100% sind, was sehr ärgerlich ist. Ich habe 4 Erinnerungskristalle. Ach, dafür sind die Erinnerungskristalle gut, die jetzt andauernd bei irgendwelchen Gegnern droppen. Ich erinnere mich wieder. Ich kann nicht mit dir reden. Na gut, dann gehen wir jetzt vor die Tür und gucken, was noch passiert. Aber an sich... Wartet? Oh, da kommt nichts mehr. Ja. Interessant. Na gut, da habe ich dann ein bisschen den Cut falsch gesetzt. Das tut mir ein bisschen leid. Jetzt habe ich nämlich das thematisch so ein bisschen auseinandergenommen. Ich habe ja wie eine Episode mit dem Cliffhanger aufgehört. Die Erinnerung an Erinnerungskristallen. Ja, ja. To what do I owe? Okay, noch was fragen? Nothing. Okay, gut, ne, das nicht. Nö, okay, gut, das war mit der, sonst kann ich mit der Donega hier nicht besonders viel reden. Naja, gut. Jetzt findet die bestimmt die Schwester auch, also sie vermisst übrigens ihre Schwester immer noch ganz dolle. Das steht sie jetzt noch da. Also richtig viel Blätterwerk hat sie aber auch nicht im Haar, ne? Wenn man sie bedenkt, dass sie wahrscheinlich irgendwie um die Anfang 50 ist oder noch älter. Und sie hat da irgendwie nur so ein bisschen Blätterzeug. Und die Aura, die ist irgendwie wahrscheinlich Anfang 20 und die hat auch schon 2 größere Zweige im Haar. Die so wie bestimmen können, wie das Zeug wächst. Na, sie hat auch ziemlich viel Zeug. Naja. Sei es drum mit er hier. Oder sie? Ja. Nee, nicht. Na gut, dann, was machen wir jetzt vor lauter Angst? Ja, ich habe keine Nebenquest mehr, oder? Achso, ich kann ja noch mit Artima Ruben reden. Dann machen wir das als nächstes. Dann reisen wir zurück nach New Serene und machen das dann bei der guten Gelegenheit. Aber dann baue ich mal kurz subtil meine Gruppe anders. Petrus kommt weg. Dafür kommt Vasco zurück ins Team. Weil der hat bestimmt größeres Interesse daran, sein eigenes Boot. Ja. Sein eigenes Schiff zu untersuchen. Wurde nicht genug gegossen? Ich nehme an, so ist es. Okay, kann ich hier noch was fragen? Desarde. What? I need to be going. Judy, hier können wir also keinen Smalltalk mehr führen. Judy, dann untersuchen wir jetzt das Schiff, wenn ich mal die Quest hier aktivieren würde. So. Aber habe ich bis jetzt jeweils ein Schiff betreten? Naja. Okay, jetzt versuchen wir einen Spion zu finden, der hier anscheinend Geheimnisse der Nauten verkauft. Hallo, Kapitän Ruben. What brings you here? The Admiral asked me to shed light on your little problem of indiscretion in your ranks. I see. I would be happy to answer any questions you have. Ja, ich bin hier aufgrund des Admirals und ich habe Fragen und er sagt, ja, sehe ich schon kommen. Was fragst du denn? You Verdächtigt? told the Admiral that you suspect one of your crew members. Indeed. The young apprentice sailor, Alba. A committed volunteer from Ptolemy. She only joined us a short time ago. Did you want to know anything else? War denn der Freiwillige? Man kann den Nauten freiwillig beitreten? Okay, ich wusste gar nicht, dass die rekrutieren. Das ist möglich? Und aus Ptolemy, ne? Das ist natürlich gerade die magischen Geheimnisse kennenlernen wollen. Auf der anderen Seite, die geben sich doch bestimmt nicht mit der Erklärung zufrieden, dass das alles nur Technik ist, oder? Weil, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Brückenallianz sagt, ja, ist eine Technik, ist okay, aber warum hat er den Verdacht? Und vor allem, die ist noch nicht lange dabei, kennt aber schon alle Geheimnisse? What led you to these suspicions? Well, the girl's behavior. She was very eager at first, very willing, almost too much. Then, suddenly, she became nervous. She isolated herself and did not speak to others. She's a recent recruit, which inevitably raised some doubts about her vocation. Sometimes I saw her hanging around my cabin. My papers were often disturbed. And since we've returned to port, she's almost never on board. Well, you can understand my concern, but you should probably talk to the other members of the crew. They may know something else. Ultimately, your strong suspicion stems from the fact that she's sea-given. A recent sea-given. She did not join us as a child, but you know how rare volunteers are, especially from Ptolemy. Did you want to know anything else? Ah ja, also, die gute Frau Alba ist aus Ptolemy, was sehr selten vorkommt. Und ein Geschenk der See ist auch echt selten. Das ist vor allen Dingen, also normalerweise kriegen die nur Kinder.
Und insofern findet er das schon sehr verdächtig. Das ist sein Anfangsverdacht. Und am Anfang war sie total eifrig und hat das halt dann relativ schnell nachgelassen, dass sie dann irgendwie keinen Bock mehr hatte. Und sie verbringt gar nicht so viel Zeit am Schiff, sondern sobald sie im Hafen ist, ist sie halt eher am Hafen. Das könnte natürlich auch einfach sein, dass sie einfach keinen Bock mehr auf Seefahren hat, das große Abenteuer doch nicht so geil ist. Die Informationen, die weitergegeben wurden? Do you know what information she may have sent? I don't know exactly what you know about our navigation methods. Let's say that magic does not have much to do with it. I see. Well, of course she knows that too. She saw some of our machines on board. And by searching through my papers, she could get even more sensitive information. Did you want to know anything else? Ach ja, er hat übrigens auch noch angemerkt, dass das Olle Alba oft in der Nähe seiner Kajüte rumgegangen hat und dass einige seiner Dokumente ein bisschen unordentlich waren. Und naja, die Art und Weise der Geheimnisse ist, dass es gibt anscheinend noch ein bisschen, es geht anscheinend noch tiefer mit den technischen Geheimnissen und das könnte man in seinen Papieren entdeckt haben, wobei ich mich jetzt frage, warum man die jetzt regelmäßig angucken muss, oder sind das einfach nur die Handbücher für das Gerät? Das Schiff? The Admiral told me that you were the new captain of the ship we arrived on. The Seahorse? Yes. It's an excellent ship and a good crew. But you did the crossing. You know it as well as me. Did you want to know anything else? Es ist ein gutes Schiff, das Meeresross, und eine gute Crew. Ja, Vasco ist da bestimmt überhaupt nicht melancholisch, aber wir hatten über das Thema geredet, ne? Na gut, schön. That'll be all, Captain. Thank you. Ah lol, sie haben an der Stelle gerade im Untertitel Captain mit Hauptmann übersetzt. Aber er ist definitiv kein Hauptmann, sondern Kapitän. Ah, witzig. Und das kommt auch von, wenn man den Übersetzer nicht zeigt, was Phase ist. Laura? Flavia? Oder Flavia kennen wir doch schon, oder? Und Jonas? Kennen wir die nicht alle irgendwie? Zumindest Flavia kennen wir doch schon. Hallo Jonas. Your Excellency, I am so pleased to see you again. The pleasure is shared. Captain. Good day, Jonas. What can I do for you? Doppelte Befragung. Schön Vasco mitgenommen. Das andere Ding. Seahorse könnte man noch mit Seepferdchen übersetzen. Ja, das könnte man. Aber ich finde tatsächlich, Meeresross klingt tatsächlich besser. Aber wahrscheinlich sollte es Seepferdchen heißen. Ich kann nachfragen. Seines Befindens seit der Rückkehr der Nauten? Oh. How have things been since you made it back? Very good. Everyone's been looking out for me extra careful, like. I do miss my parents from time to time. But I don't miss the warehouse. Or the mercenaries. My real family is on the waves. Thanks for helping me to return to them. Anything else, Your Excellency? Wir soften ihn erstmal an mit Smalltalk. Also er meinte, dass das manchmal vermisst er schon ein bisschen seine Eltern, aber er vermisst nicht die Tage, die er am Warenhaus verbracht hat mit den Wachen. Und sein wahres Zuhause ist auf den Wellen. Wie hat sich seine Überfahrt getan? Was hat er seit der Überfahrt gemacht? What have you been up to since we made it to Tier 4D? I'm still just a cabin boy. But I have high hopes to be promoted to seaman for our next crossing. Since our captain changed, we've been doing nothing but coasting and small trade. But that won't last. Anything else, Your Excellency? Also er ist immer noch ein kleiner Schiffsjunge, aber er hofft bald befördert zu werden. Weil seit sie angekommen sind, ist er anscheinend nur von Küste zu Küste gefahren. Na gut, Alba. I would like you to tell me anything you can about a member of your crew. Alba. She joined our party recently. But I like her already. She works hard and is full of courage. You know, she is one of those rare nauts that joined of her own volition, and she did everything she could to become one of our own. Until we arrived here, she suddenly became distraught and frightened. It brought back memories. Do you know where I could find her? I'd like to ask her some questions. No, I've not seen her for a while. Maybe at the tavern? She was playing cards there from time to time. Anything else, Your Excellency? Das wird's ja schon interessant. Also er meinte, dass er sie sehr mag, weil sie ist mutig und hat immer alles schon gearbeitet. Watch out for yourself. Aber seit wir hier in Tier 4D sind, hat sie auf einmal Angst gekriegt und lässt sich nicht mehr als für blicken. Ob sie eingeschleust wurde, aber nicht mehr hier sein möchte? Also, dass sie das Meer tatsächlich zu lieben gelernt hat und jetzt hat Angst vor ihren Auftraggeber hat. Okay, mit Flavia können wir gar nicht mehr reden. Es ist gar kein Kästchen mehr. Captain, delighted to see you again. We've missed you. Your Excellency, it's a pleasure. What can I do for you? We have a few questions to ask you, Flavia. I'm all yours, Captain. Na, wir haben Fragen, ja. Was der Überfahrt getan hat? What have you been up to since we landed? Nothing worthy of writing home about. Just shuffling merchandise around the isle from port to port. I prefer the high sea. Anything else?
Oder war gerade wieder so ein Übersetzungsfauxpas. Also sie hat gerade gesagt, dass nichts, wofür ich nach Hause schreiben würde. Nothing to write home about ist aber ein Idiom und kein Dings, was man wortwörtlich übersetzt. Kenne ich tatsächlich aber auch. Vor allen Dingen deswegen, weil es die Charaktere in GTFO spammen. Wenn du den Scanner machst, dann sagen die auch nothing to write home about. Also das ist halt ein Idiom für nichts Besonderes. Und nicht so, wofür ich nach Hause schreiben würde, was ja die wortwörtliche Übersetzung ist. Ich meine, da kommt es natürlich her, dass irgendwie die Soldaten im Krieg dann irgendwie nach Hause geschrieben haben, nach Mutti, was passiert ist. Aber, und das ist halt einfach nicht, so Kleinigkeiten halt nicht wichtig genug sind, aber die wortwörtliche Übersetzung ist halt nicht das. Was hältst du von TFD? Are you happy on TFD? More than on the continent, that's certain. But being on solid ground always makes me feel a little too anchored. Especially after what happened to Jonas. The island is beautiful, the natives rather friendly, but all said and done, it's off the coast where I truly feel at home. Anything else? Ah ja, also sie findet die Insel schon ganz nett, die Eingeborenen sind ganz cool und alles, aber an und für sich wird sie doch gerne lieber auf hoher See sein. Vor allem nachdem, was mit Jonas passiert ist. Alba? Can you tell me anything about Alba? I don't know her very well. She only joined our crew recently. But she pulls her weight. You can't hold that against her. You might say she shows a little too much zeal even, at times. That being said, ever since we got here, I found her a little distraught. You could even say nervous. Would you know where I could find her? No, I wouldn't. Where's she missed roll call? Well, I hope she didn't do something stupid. These committed volunteers, we never know if we can trust them. Anything else? Ah ja, also das hatte quasi genau das gleiche gesagt wie Jonas. Das ist jetzt kurz dabei war, total motiviert und seit auf der Insel ist, scheint es aber auf einmal sehr gestört zu haben. Da hat sie Probleme mit. Und sie fragt sich, warum, ob sie den Dienstantritt verpasst hat oder irgendwas. Und sie hat nicht so viel mit ihr zu tun. Off. Perhaps we'll meet later. Farewell then. Ja, es hat nie einfach mal kein internationales Team hat und dann sinngemäß zu übersetzen statt wörtlich. Ich würde übrigens auch nicht behaupten wollen, dass ich jetzt irgendwie hier der Großmeister der Übersetzung ist. Es sind eher so hier und da so ein paar Teile, wo ich tatsächlich mal mittlerweile genug kulturellen Background irgendwie eingesackt habe, um die Übersetzung tatsächlich rauszuführen. Aber ich glaube, das unterscheidet halt irgendwie so eine Schülerübersetzung von einer professionellen Übersetzung, dass du immer weißt, was für ein Idiom das ist und dass du halt diese Ursprung kennst, dass du halt nicht nur übersetzt, sondern das wirklich übersetzt. Das ist ein bisschen doof, dass wir im Deutschen kein anderes Wort für übersetzen haben, sonst hätte ich mich das jetzt genutzt. Also das fällt mir gerade kein anderes ein. Also du willst ja nicht nur die Worte übersetzen, sondern die Seele oder den Geist des Gesagten. Und Nothing to write home about ist halt, ich meine, die Worte sind klar, aber die Seele ist halt ein Idiom und naja, das ist halt nicht einfach. So, hallo Lauro. Hey, happy to see you again. How have things been going for you since your crossing? Good, thank you. Even if I've got quite a list of errands to check off. Then straight to it. What can I do for you? Er hat uns höflich direkt gefragt, wie so die Lage ist und ich hab gesagt, ja, ich hab viel zu tun. Und er meinte, dann sollten wir uns beeilen. Was er seit der Überfahrt getan hat? How have things been going for you since we landed? Well, it came as quite a shock to see you grounded, Captain. We truly wondered why. Alas, the Admiral's decisions are as mysterious as those of the luminous Lauro. Impenetrable. That's true. But the crossing went so well, didn't it? And since Captain Rubin took the helm for you, well, he's not the talkative type. But then I'm not going to complain. We've been sailing the small rounds of late, keeping busy. We go from port to port around the island. It's peaceful. At least we're in port often. Anything else? Also er meint, die Crew hat sich ein bisschen darüber gewundert, dass Olle Vasco abgesetzt wurde, aber er will sich nicht so viel beschweren. Captain Ruben redet zwar nicht viel, aber sie fahren halt von Hafen zu Hafen und es gibt ordentlich Landgang. Also so schlecht findet das gar nicht, TVD. Do you like it on TFD? It's not as nice as our isle, but it's far better than the continent. Here at least we can breathe, without smelling a corpse round every corner. And the coast is beautiful. And you know, the taverns aren't so bad. Anything else? Oh, ob man dem Maliko entgehen kann, indem man den Nauten beitritt? Naja, der meint auf jeden Fall, die Insel ist nicht so schön wie ihre eigene Insel. Das ist interessant. Also die Insel der Nauten ist ein schöner Ort. Interessant. Ja, ansonsten meint er, ja, ist okay. Alba. I'm looking for a Naut. A young woman going by the name of Alba. I know her. She joined our crew at the same time as our new captain.
Did you try the tavern? Don't give me that look there. I've kept from the bottle since that story with Jonas, you know that. No matter. When we're at dock, there's nothing much else to do. It might be that little Alba went there to take a look. Anything else? Ah ja, also er meinte, er ist, I need to go. Farewell. Smooth sailing. Machst du einen Schottbruch? Machst du einen The crew Schottbruch? members confirm what Ruben told us. She's changed her attitude, which proves nothing. I wonder, would we have found it strange if she had been sea-born? We were told that she was sometimes at the tavern. We should take a look there. Also übrigens, da jetzt mal wieder eine vernünftige Übersetzung, ne? Also sie haben Smooth Sailing, also mit ruhige See oder ruhiges Segeln, haben sie halt mit Mast- und Schottenbruch übersetzt, was glaube ich die passende Übersetzung wäre für das ganze Ding, ne? Weil Mast- und Schottbruch, das klingt doch erstmal ganz gut. Ich weiß jetzt bloß nicht, das ist halt wie Hals- und Beinbruch, nur halt in Nautisch. Ich meine, ich habe das auch irgendwo schon mal gehört, aber ich könnte mich täuschen. Also zumindest so was Ähnliches. Das, oder Kielbruch und irgendwas? Keine Ahnung. Also, das ist halt, also an sich ist das quasi das Hals- und Beinbruch-Äquivalenz zu Wasser. So, gut, dann gehen wir mal zur Taverne, weil da tropft die gute Frau sich nämlich rum. Er meint übrigens, er hat seit der Geschichte mit Jonas, säufte nicht mehr und hält sich zurück, aber wenn man halt im Hafen ist, hat man ansonsten nicht allzu viel zu tun. Ist tatsächlich ein Ding, ne? So als Seeperson. Ich meine, selbst auf hoher See, ich glaube, dieses ganze Deckschrubben-Klischee-Dings, das kommt doch nur, weil du irgendwie die Leute unterhalten musst, ne? Alter, mit Intuition 2 sehe ich halt so viele Kisten hier. Das ist ja... Ah! Ich werde hier nie irgendwo ankommen. So, warte mal, wir gehen... Ist das hier direkt die Taverne? You are going too far. I will not let you say one more word. That's Well, if these drunkards have one of their rows, they'll end up in a fight. Aha, Trunkenbeute werden die Stickerei, aber die ist drin. time, you are going too far. I will not let you say one more word. Was sind die denn? Come on, gentlemen. Please calm down. Who are you to give us orders? That's true. You want to see how tough? Oh, you don't know who you're messing with. You're wasting your time talking to them. The alcohol will make them forget about it tomorrow. Das ist ja eine komische Quest, ne? Nicht darauf bestehen, ihm befehlen zu gehen. Ja, ich auch meinte, ich verschwende mehr Zeit, ne? Oder bestehen wir nicht darauf? You're right. It's a waste of time. Aha. Ich kann mich einfach nicht mit Trinkenballen anreden. So, untersuche die Schenke, ja. Wie wär's denn mit dem Wirt fragen? Was? Sprechen wir mit dem Soldat auf Ausgang? Hey, look at that. The upper crust coming to slum it at the tavern. How may I help you? Kick an, die Oberschicht kommt in die That'll be Taverne all, zu Dingsen. soldier. Thank you. Der Unterschied zwischen sinngemäß und wortwörtlich. Ah ja, richtig. Aha. So, Passant. Ja, wer ist jetzt unsere gute Nautin hier? Also, das läuft dann rein. Hello, Your Excellency. I hope you're having a pleasant time. Nach Alba fragen? I did not come to be entertained, but to find a young naut called Alba. She cannot be downstairs. She wouldn't have enough money to pay the entry fee. You should question the soldier sitting over there instead. He's a seasoned player, and he loves to deprive sailors of their money. Ha, okay, also Very er meint well. mir... Goodbye, soldier. Also er meint mir, dass Alba nicht unten sein kann, weil sie können sich die Eintrittsgebühr nicht schraden. Aber ich soll mal diesen Soldaten hier fragen, weil der ist ein geübter Spieler und der zieht den Nauten gerne das Geld aus der Tasche. Oh, here you are again. More questions? Ich habe ihm noch gar keine Fragen gestellt. Wegen Alba. Und fragen, ob sie gesehen hat. We're looking for a young naut. She's part of Captain Ruben's crew. Yeah, I think I know what you're talking about. A girl who loses her pay with style. But I don't know where she is. She looked sad last time I saw her. Didn't have her head in the game. Aha, wo letztes Mal, sie heißt nicht, wo sie gerade ist, aber wo sie letztes Mal gesehen hat, war sie ziemlich traurig. Geheimnisse? Have you ever heard her talk about secrets or documents she would like to exchange? Are you asking me if she's a spy? No idea, she told me nothing. But if that's why you're looking for her, I may have seen things that might interest you. I'm often mistaken for a drunkard, so they pay no attention to me. But I see everything.
Also er meint, von Alba hat er nichts gehört mit Geheimnissen, aber er würde mir gerne Geheimnisse anbieten, weil die Leute halten ihn immer für einen Trunkenbold, der aber durchaus was zu bieten hat. Na, denn was hat er denn? Tell me what you saw. I'd like to tell you all that, but my throat's a little dry, my friend. Do you want to know anything else? Seine Kehle ist ein bisschen trocken. That'll be all, soldier. Wie kann ich jetzt zum Wirt gehen und jetzt... Oh, Alter, steht mir nicht im Weg. Wie kann ich jetzt einfach Getränke für ihn bestellen? Also er hat auf jeden Fall gemeint, dass seine Kehle ein bisschen trocken ist. Und What can I pour for you? Eine Flasche kaufen, sie zum Trinken anzubieten. Ah, ich kann mit Alba ansprechen. Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. War klar, dass du den Drink ausgeben musst, aber sowas von neu. Fragen wir den Wirt nach Alba. I'm looking for a young Naut. She goes by the name of Alba and sails on Captain Reuben's ship. I wouldn't know who that is. Why don't you go and ask that fellow over there? He often shares a bottle with the sailors. He might remember your Naut. Anything else? Also er weiß nicht, wer das ist. Das ist sehr schön. Nothing, thanks. I'm not. Ich könnte übrigens mehrfach eine Flasche zum Trinken anbieten. Oh, there you are again. So, wegen Alba. Einfach gesehen berichten. Tell me what you saw. This should quench your thirst. So, what did you see? Well, returning late at night, I spotted a guy I'd seen before at the tavern. He often spent time with the Nauts, and he was in the street, fiddling with a stone, looking suspicious. So, I took a closer look when he left. I thought he'd stashed money or something, but no. There was a box under the stone, but there was no gold inside, just papers. They were messages, and from the look of the guy, they couldn't be love letters. Now, I don't know how to read, so I couldn't understand what it was about, but maybe those were your secrets? Where is this hiding place? Cross the bridge at the exit of the town. On the left, look for the stone. The box is underneath. Thank you, soldier. My pleasure, friend. Do you want to know anything else? Nö, gar nichts. That'll be all, soldier. Thank you. Er war schon sehr hilfreich. Also er hat nach einem kleinen Getränk hat er gemeint, es gibt da so einen kleinen toten Briefkasten, beziehungsweise eine Kiste unter einem Stein, wie auch immer ich mir das vorstellen muss. Hat er... Bandy Schlägerei? Oh, das war eine Quest? Naja, da wird schon nichts Schlimmes bei rauskommen. Vor allem welche Schlägerei? Da war ja einfach keine Schlägerei, ne? Und naja, und da war eine Kiste und da waren halt lauter Dokumente drin und da kann er nicht anfangen, weil er kann nicht lesen. Das ist übrigens ein Element, was relativ selten beleuchtet wird. Nur wenn es irgendwie für die Story immer wichtig ist, dass die Leute allesamt nicht lesen können, ne? Ich meine, die Eingeborenen haben kein Schriftwesen, insofern ist klar, dass sie nicht lesen können. Aber auch ansonsten ist es, ich meine, wir sind vom Adel, natürlich können wir lesen und die meisten unserer Begleiter sind, haben wir schon irgendwie eine höhere Position, wo man durchaus in der Lage ist, was zu lesen. Hm? Ich mich irgendwie angreifen? Oder kommen jetzt die Banditen von eben? Ich wollte schon wieder springen. Nee. Aber hey, hat er jemanden beobachtet, der oft mit den Nauten rumhängt, der hier ein Geheimversteck irgendwo hat. Achso, dieser Stein. This stone must be the one the soldier told us about. Look, it hides a box. It's a dead drop. It's suspicious, but it doesn't reveal any secrets or who uses it. Well then, we'll have to catch whoever uses it red-handed. These bushes will shield us from prying eyes. We can wait for your spies there. Ah ja, okay, wir verstecken uns jetzt in irgendeinem Busch, weil leider können wir nämlich nicht sehen, wer da tatsächlich für verantwortlich ist. So, dann muss ich mich jetzt, hinter welchem Busch muss ich mir jetzt eigentlich verstecken? Wenn hier Ewigkeiten rumzuschleichen, ist ja auch irgendwie nicht witzig. Das Questziel ist anscheinend schon erfüllt, ne? Achso, ich muss da hoch? Soll ich denn da hochkommen? Achso, ich muss nicht... Oh, ich muss den ganzen weiten Weg hier rumlaufen, um da hochzukommen. Ich sollte einfach mal die Viecher umhauen, ne? Die gehen mir ganz schön auf den Sack hier. Ach, diese Büsche. Perfect. We have a great view of the box from here. Should we wait here? Ja, aber sowas von. Vor allem auf den Arm warten. Was? Das geht jetzt noch so weit, ich will kein Wort mehr hören. I don't believe it. The same drunkards. They'll ruin everything. Aha, die Trunkenbeute von vorher? Kann ich habe gesagt nicht betrogen. Du bist so betrunken, dass du doppelt siehst. Was machen die denn wieder hier? Lol. Also hätte ich die vorher... Are you kidding me? What are you doing here, gentlemen?
Am I dreaming? Or are those the same guys from before? No, you're right. It's those guys who came to pick a fight at the tavern. Could you go fight somewhere else? Why would we do that? The road is for everyone. It's true! We fight where we want! Ah, das ist schön. Also sie wollen sich da schreiben, wo sie wollen. Das ist die Straße gehört allen. Die sehen das überhaupt nicht ein. Ja, einschüchtern? Listen, a patrol is coming. You better run. They're not fond of rowdy drunkards. We're not being rowdy! We're talking nicely! I've never heard of patrols on this road at this time. And yet it's one of my friends. A coin captain who told me about it. Oh. Well, maybe it's best we left then. Yeah. Right. Come on. Let's go. Das hat funktioniert? Ernsthaft? These drunkards have made us waste precious time. We should go back and hide quickly. Ernsthaft? Unsere Ausrede war gerade, ja, so ein guter Freund, der Hauptmann der Groschengarde hat mir gesagt, dass sie patrouillieren. Should we wait here? Yep. Und wir warten nochmal ab. Und jetzt? That's it. Suspect in sight. Ja, bestimmte Person mit dem Briefkasten, ja. Ich darf noch gar nicht los. Diese Besoffener kann alles funktionieren? Ich komme nicht runter. Hallo? He's only a messenger. We should follow him. Ach, jetzt darf ich erst runter. Das ist ja schön. Ja, so Botenfolgen ist ja, habe ich ja voll Erfahrung mit. Da kenne ich mich auf jeden Fall maximal mit aus. Ah, das hat doch hier schon wieder Überlänge. Aber tatsächlich ist echt die... Obwohl andererseits eine Patrouille außerhalb der Stadt wäre vielleicht gar nicht so unklug, ne? Gerade in der Nacht. Wir sind ja zum Glück auch absolut unauffällig mit unserer komischen Kapuze und Mantel, den sonst niemand hat, ne? Nein, das ist na gut. Das ist aber nur ein Typ, also das ist halt... Finde heraus, wer der Befehlshaber ist? Achso, wir gehen einfach ran und sprechen mit der Person. Ist das unser guter Captain? Well, gentlemen, what are you plotting? Fool! They followed us! But I was careful! I'm the legate of the merchant congregation and you have been caught plotting treason. So I suggest you talk. What do these messages contain and what are they about? You're wasting your time. I won't say a word. Ah, also er wurde er wurde erwischt, hat er gesagt, und er soll uns jetzt alles verraten und er sagt, ich verschwende meine Zeit, ich würde nichts tun. Na gut, dann Do you realize that you are suspected of espionage and conspiracy? Don't you think you better explain yourself? Wait, I don't want to end up in jail. It's not about the secrets of the congregation. Let me explain. Some time ago, it was rumored that the secrets of the Nauts were for sale. My country was interested. So I started exchanging messages as you've been doing. The Naut who was willing to give up these secrets demanded a fortune. He also wanted to become a citizen. But we were only at the negotiation stage. For the moment, I have received nothing concrete. Just promises. Who is the Naut you're talking to? I've no idea. The messages were signed White Rose. But I doubt it's a real name. Very well. You seem to be telling the truth. Alba means white, Desarde, but it's a little unsubstantial. And give me the message in your possession before leaving. Very well. Here it is. Now, if you'll allow me, I will leave the town. Ah ja, die Brückenallianz. Warte, wo haben sie den Typen her? Aus Teleme, ne? Haben sie die gute Alba her. Und das ist, also unterschrieben wurde es von einer Person, die sich Weiße Rose nennt, die anscheinend Geheimnisse der Kongregation, der Nauten verkaufen möchte. Und dafür aber auch Bürger der Stadt werden will. Ja. Und das ist ja eigentlich hochinteressant, ne? So kann ich den Brief ja nicht selber lesen? Knochensplitter vom Herrscher der Ebenen. Junge, was ich nicht alles finde. So, und zwar, was wir jetzt hier gefunden haben, ist eine Botschaft der Weißen Rose. Diese mit Weißer Rose unterschrieben Botschaft wurde ein Vertreter der Brückenallianz gerichtet, der sich für Geheimnisse der Nauten interessiert. Kann ich das irgendwie lesen? So, ich hab's einfach nur bei. Okay, gut, das haben wir also gefunden. Und unser einziger Beweis, den wir bis jetzt haben, ist, dass wir
rausgefunden haben, dass Alba auch weiß heißt. Insofern wäre weiße Rose eventuell ein Hinweis. Also richtig beweisen können wir es auch nicht, weil der gute Mann hat bis jetzt nur verhandelt. Und die Person verlangt tatsächlich eine Menge Geld dafür, für das Geheimnis der Nauten und sonst nicht mehr. Aber so richtig was Substanzielles kam jetzt eher nicht raus, ne? Tja. Ah, Your Excellency. So, what did you discover? There is indeed a spy among the Nauts, but the spy's identity remains to be proven. Take this. I have recovered this note, which seems to suggest that your secrets have been offered to several buyers. The Alliance citizen we met did not win the bid. I knew it. My logbook has just been stolen, and of course Alba is missing. Do we really still need proof? This book must be found at all costs before Alba sells it. Your Excellency, can we count on you once more? I would like to help you, but this island is vast. How could I possibly hope to find it? Alba is from Ptolemy. She probably took refuge in San Mateus. This reduces the search area a little. What do you say, Your Excellency? This is a trail that deserves to be followed. I will keep you updated, Admiral. Ja, aber das ist aber total unwahrscheinlich. Überzeugende Hilfe? Die Geheimdienste der Admiralin, der Spion aus Ptolemy. Also das Ding ist, also, was jetzt gerade hieß, sein Logbuch, das Logbuch von Olle Ruben war weg. Und wir müssen jetzt Alba irgendwie finden, um zu verhindern, dass sie die Geheimnisse verkauft. Aber sie wollte Bürger des entsprechenden Ortes werden. Und sie kam ursprünglich von Ptolemy. Warum sollte sie das wollen, wenn sie da am Ende eh wieder zurückgeht? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Nauten daran gebunden sind. Sie könnte ja vom Bord gehen und nicht wiederkommen. Und das würde ja genauso funktionieren. Also, das ist ja dieses Bürgerschaftsding ist halt irgendwie das, was mich halt so ein bisschen skeptisch macht, ne? Naja. Und auf jeden Fall der Spion aus Ptolemy. Schön, dass es so genannt wird. Aber wir werden schon sehen, was dabei rauskommt und wie das große Geheimnis ist. Aber nicht heute, sondern beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Tag.